Hallo und moin moin. Es geht hier wieder um B2B YouTube-Kanal, also einen YouTube-Kanal für B2B aufbauen, der irgendwann erfolgreich werden kann. Ich habe im ersten Video über Thema Ideenfindung und Themenfindung etc. gesprochen. Falls du es verpasst hast, guck noch mal rein. Heute geht es um Thema vor der Kamera. Also es muss ja was vor der Kamera passieren, es muss hinter der Kamera gehandhabt werden. Was hinter der Kamera kommt, kommt nächstes Mal im Video. Heute vor der Kamera. So, also erstmal, mein erster Tipp, wer sollte vor die Kamera gehen? In B2B-Unternehmen, viele kommen auf die Idee, oh, lass uns das doch die Azubis machen oder die Praktikanten oder sonst was. Ganz schlechte Idee. Ich habe nichts gegen Azubis. Azubis sind toll. Und wenn ihr viele Videos machen wollt und plant, dann könnt ihr auch zwischendurch mal einen Azubi vor der Kamera holen und denen was zeigen lassen. Oder dann wieder einen anderen, dann mal einen Praktikant. Geht alles. Aber es sollte niemals, never ever der Moderator des Kanals sein. Weil euer YouTube-Kanal ist ein B2B-Kanal, also Business to Business. Und wer macht bei euch das Business? Wen sprechen die Einkäufer hinterher an? Wen sind die anderen Geschäftsführer, mit denen die reden? Nicht eure Azubis, nicht eure Praktikanten, sondern ihr. Die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung in der Regel. Das heißt, eigentlich ist B2B-Kanal für YouTube Aufgabe der Geschäftsleitung. Bestenfalls noch eine Ebene drunter, dass man sagt Abteilungsleiter, Filialleiter, sowas in der Art. Aber darunter schon nicht mehr. Und da komme ich jetzt zum anderen Grund, den viele Firmen nicht auf dem Schirm haben. Wie gesagt, YouTube ist ein sehr lang angelegtes Ding. Langfristig hat man früher gesagt, heute wird man sagen nachhaltig. Ist also sehr auf Dauer angelegt. Nicht ein paar Wochen zu machen, nicht 2 Videos, sondern 10, 50, 100. Wie viel auch immer. Und wenn das jetzt über einen längeren Zeitraum jemand macht, dann wird das, die Person, das kennt ihr auch, das Gesicht wird das Gesicht des Unternehmens. Also für die Leute in YouTube wird das Gesicht des Unternehmens. Und da Idealfall, wie bei unseren Kunden, eure Videos auch in Google gefunden werden, also bei der Suche in Google erscheinen plötzlich eure Videos, gelingt unseren Kunden ja auch, dann seid ihr auch das Gesicht oder ist derjenige das Gesicht fürs Unternehmen in Google. Also wird mehr oder weniger das Gesicht überall. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch Marcel Davis, ja, von diesen 1&1 Strategen. Das war schon ganz komisch, als der weg war. Und das hat einfach damit zu tun, die Leute sind es gewohnt, das ist für die das Gesicht. Und jetzt sagt ihr, ja, ist doch toll, ist doch prima. Ja, was ist jetzt aber, wenn dieser Angestellte, meinetwegen Azubi ist fertig, ich habe 3 Jahre mit ihm Videos gemacht, nach den 3 Jahren sagt ihr, ja, gibt ja mehrere Szenarien. Der eine ist, ja, der ist nicht schlecht, aber so gut ist er jetzt auch nicht. Aber der macht den YouTube-Kanal. Dann müsst ihr ihn behalten, damit er weiter einen YouTube-Kanal macht. Oder der ist top, aber er will woanders hin, weil er mehr verdienen will. Ja, dann müsst ihr ihm mehr zahlen. Also ihr hängt plötzlich an dem, weil der über eine ganze Zeit lang war es das Gesicht eures Unternehmens und ihr seid dem mit Wohl und Wehe ausgeliefert. Jetzt sagst du, das ist lachhaft. Ich habe es erlebt. Ich habe es wirklich erlebt in einem Unternehmen. Da war ein Lagerist, der hat das gemacht, hat eine Weile gut funktioniert und irgendwann ist ihm über den Kopf gewachsen. Der war so gegenüber den anderen Mitarbeitern, war der 3 Köpfe größer. Und der hat sich aufgeplustert und er dachte, er bräuchte nicht mehr die Arbeit liefern, die er vorher liefern musste. Er nahm sich Sachen raus, die er sich nicht rausnehmen konnte. Und dann, klar, müsst ihr irgendwann die Notbremse ziehen und entweder zieht ihr ihn aus dem YouTube-Kanal raus oder ihr kündigt ihn sogar oder wie auch immer. Ihr zieht einfach die Notbremse. Das hat aber zur Folge, dass euer YouTube-Kanal leidet. Der leidet darunter, weil das Gesicht ist weg. Bums, und die Leute müssen sich umgewöhnen. Ein anderer Stil, eine andere Art. Geht gar nicht. Deswegen nehmt gleich Leute, die entscheidend sind. Ich sage jetzt nicht unbedingt Entscheider, aber die entscheidend sind. Nehmt zum Beispiel auch Leute, die eure Kunden kennen. Vertrieb. Vertrieb ist ideal. Auch wenn die anfangs sagen, wollen die nicht. Wenn man ein Coaching braucht, machen wir. Aber auch der Vertrieb kann wunderbar agieren vor der Kamera, weiß ich, aus Erfahrung. Weil ein Vertriebler kann reden. Sonst ist er kein Vertriebler. Der kann telefonieren, der kann die Leute überzeugen. So, und solche Leute vor der Kamera ist ideal. Und es geht beim Videomachen ja auch mehr darum, nach draußen zu präsentieren oder zu repräsentieren und nicht so sehr im Detail die Technik alle zu zeigen. Und wenn die gezeigt werden muss, dann geht der Vertriebler in die Abteilung mit dem Mikro und hält mal hin und fragt die Leute und kriegt die Antworten. Das wäre der richtige Weg, aber nicht gleich die Azubis und Praktikanten irgendwas machen lassen. Also das ist eine ganz schlechte Idee. Leute, die nicht im Unternehmen richtig werterhalten verhaftet sind, ich sag mal Familienangehörige, Familienunternehmen, ganz klar. Nimm einen aus der Familie. Habe ich jetzt auch ein Unternehmen. Großvater haben wir Webseite gemacht, haben wir Suchmaschinenoptimierung gemacht. Junior haben wir neue Webseite, Imagefilm, Facebook-Beratung, diesen ganzen Quatsch gemacht. Und jetzt mit dem Jüngsten mache ich einen YouTube-Kanal. Und allen Ernstes, er ist jetzt nicht der geborene YouTuber.
Nicht alle jungen Leute sind, hey, ich kann das, bom, aber er wächst da rein. Und dann ist er fürs Unternehmen mega wertvoll, weil es ein Familienangehöriger. Er wächst da rein, er kriegt das drauf, er wird immer besser akzeptiert, ist für die Kunden auch sichtbar. Und ja, es war sogar so, dass sein Vater war irgendwie für ein halbes Jahr richtig schwer krank. Er hat den ganzen Laden geschmissen. Und alle kannten ihn über die Videos. Ja, das heißt, es ist viel sinnvoller, Familienangehörige zu nehmen oder Leute, die gut in der Firma verhaftet sind oder gute Zugehörigkeit haben, langjährige Zugehörigkeit haben, die sollten vor die Kamera. Das ist erstmal so vor der Kamera 1. Jetzt kommen wir zu vor der Kamera 2. Es gibt dann häufig so diese Bedenken, ja, was sage ich denn aber vor der Kamera? Ja, also ich hatte ja eben schon gesagt, Vertriebler sind es gewohnt, am Telefon drauf loszureden, im Meeting, in der Präsentation, das können die immer. Auf Knopfdruck, zack. Und deswegen sind auch Vertriebler prädestiniert, das vor der Kamera zu können. Im ersten Moment können die es nicht. Weil das ist ein natürliches Ding, woran das auch immer liegt. Wenn ich den Leuten sage, so, Kamera läuft, Klick macht das im Kopf. Und dann stammeln die sowas von, mein Name ist Erwin Lindemann, ich bin bei 46 Jahren Rentner Wuppertal. Kennt ihr alle. Ne? Also Kamera läuft und Klick geht die Dinge im Kopf an. Da habe ich immer so diesen Trick, macht mal Folgendes, braucht ja nur das Handy sein. Nehmt euch selber auf, also derjenige, der vor die Kamera will, nimmt selber auf und dann versuch mal nicht so gut zu sein, versuch mal so schlecht wie möglich zu sein. Versuch mal so zu patzen und und ös und richtig raus, so Grotte, wie es irgendwie geht. Aber zu einem Thema, was euch interessiert, was ihr wichtig findet, gebt ihr so Mist raus. Und das machst du, ich sag mal, dann so ein paar Minuten, 3-4 Minuten reichen. Ohne zu schneiden. Einfach nur aufnehmen und das machst du 5 Tage die Woche oder 7 Tage die Woche, jeden Abend für 3 Minuten. Jeden Abend einmal mal eben raus. Ein Thema, was du toll findest, was dich brennend interessiert, versuchst du grottenschlecht rüberzubringen. Ja, also selbst ich muss jetzt schon zurückfahren, aber damals hätte ich es noch besser gekonnt, als ich angefangen habe in YouTube. Weil da wusste ich nicht, wie ich rede, wenn die Kamera läuft. Und dann bist du dran und ja, kann ich jetzt auch nicht. Ich möchte Ihnen zeigen und sagen, mach das mal 7 Tage und irgendwann, guckst du natürlich immer hinterher angucken, was du gemacht hast. Und irgendwann lernst du dadurch so, weil dir das so auf den Sack geht, wenn du da so rumstammelst und versuchst, die richtigen Worte zu finden und merkst irgendwann, dass es nicht schlimm ist, wenn du die richtigen Worte findest, aber trotzdem Hänger hast. Völlig normal. Wir sind hier beim Spielfilm, ja? Und da wird die Szene nochmal und nochmal und nochmal gedreht. Kannst du hinterher auch machen. Kommen wir dann zu, wenn wir hinter die Kamera gehen. Aber erstmal geht es um vor die Kamera. Du musst auch, und das muss ganz klar sein, du musst niemals große Stücke oder große Sätze, große aufwendige Sachen am Stück so wegbringen. Also du kannst dann Schnitte reinmachen. Wie kommen wir bei der Technik zu? Aber jetzt hier in dem Video geht es erstmal darum, dass du dich davon frei machst, du musst jetzt einen Satz mit 15 Kommas und 3 Semikolon und 4 Doppelpunkte so rüberbringen, dass du niemals Stotter oder sonst was bringst. Vergiss es. Also erstmal grundsätzlich never solche Sätze machen. Niemals vor der Kamera Bandwurmsätze, ja? Du kennst das, ganz einfacher Satz, das Haus ist blau. Punkt. Das ist unsere neue Maschine. Punkt. Nicht, was sie kann. Dann kommt als nächstes, diese Maschine kann AB. Punkt. Und auch nicht, warum sie das kann. Sie kann das, weil. Alles eingesetzt, immer schöne kleinteilige Sätze. Erstens, viel einfacher zu sprechen, zu behalten und rüberzubringen. Zweitens, für Kunden viel einfacher zu verstehen und zu verfolgen. Drittens, mit einzelnen Sätzen bleiben die Kunden länger im Video, als wenn du jetzt große, komplizierte Bandwurmsätze sagst. Sagst du im normalen Gespräch da auch nicht. Ideal, das wäre natürlich ideal, wenn du schaffst, vor der Kamera so zu agieren, als würdest du gerade zu jemandem reden, als würdest du gerade mit ihm sprechen und der sitzt vor dir. Kommt auch irgendwann. Bist du auch irgendwann zu der Lage, ganz klar. Keine Frage, aber am Anfang erstmal stammelst du rum und klingt das auch alles nicht so toll. Guck mal, vielleicht finde ich noch ein Video, wo ich angefangen habe, so ganz zu Anfang mit YouTube. Ich bringe das mal hier nicht angucken, am besten nicht angucken. Also es ist einfach, je mehr Routine du kriegst, umso simpler ist das, umso souveräner wirst du. Das ist nur Übung, nichts anderes. Es hat nichts damit zu tun, dass du nicht gelernt hast. Wie gesagt, wenn du Kundengespräche führst und die erfolgreich und zum Abschluss bringst oder gut vorarbeitest, wie auch immer, wenn du Kundengespräche führst, bist du in der Lage, vor der Kamera zu sprechen. Du musst es nur üben. Du musst nur üben, damit du vergisst, dass da die Kiste läuft. Weil das interessiert nicht. Da sitzt ein Mensch, dem du was zu sagen hast. Darum geht's doch. So, und dann sagst du ihm oder ihr das auch. Ja, das ist halt vor der Kamera.
Lernen, vor der Kamera zu sprechen, heißt lernen, heißt nicht können. Und glaubt man nicht, dass irgendein Schauspieler dazu geboren wäre. Ja, Schauspieler sind nicht dazu geboren, vor der Kamera zu reden. Die in mühsamer Kleinarbeit lernen die das. Wir können es, wie viele YouTuber auch, learning by doing. Und ganz viele YouTuber, die heute ganz, ganz groß sind, und gerade im B2C-Bereich gibt es ja welche, die haben Millionen Kanäle, die haben ganz stammelig angefangen, die haben ganz klein angefangen. Manche auch nicht, weil Jüngere dann sagen, okay, ob die Kamera läuft oder nicht, ist mir egal, die reden frei Schnauze. Die hatten das schon vom Naturell her und haben sehr schnell gemerkt, dass diese natürliche Art gut ankommt und sind damit schneller gewachsen, als wenn jemand ganz, ganz verhalten anfängt und diesen Präsentationsmodus, sage ich immer, oder der Kunde sagte mal von der Kanzel herab, never, das mag niemand, das willst du auch nicht, ich will mit niemandem so reden. Stell dir mal vor, du bist irgendwo im Meeting und dann stellt sich einer dahin, ja, mein Name ist Meier Schulz, wir bauen Maschinen seit 498 Jahren und das denkst du, was ist das für ein Vollpfosten, ich gehe mir ein trinken, ja. Das heißt, rede offen mit der Kamera wie mit Leuten. Jetzt kommt der Punkt, was ich jetzt schon vorwegnehmen muss für hinter der Kamera. Du musst nämlich keinen Kopf machen, weil das meiste von dem, was du sagst, landet in der Tonne. Das tut mir leid, aber das meiste von dem, was du sagst, ist schlicht schlecht. Entweder schlecht gesagt, schlecht formuliert, schlechtes Licht, schlecht aufgenommen, was auch immer. Du wirst hinterher rausschneiden. Ist völlig okay. Weil du musst nicht jedes und Hänger rausschneiden. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, wenn du mal was völlig Falsches gesagt hast, vor der Kamera, also beim Sprechen. Wenn ich jetzt was sage und das, was ich sage, ist irgendwie, ja, wie soll ich das sagen? Das, was ich sage, ist einfach, ne, das ist jetzt einfach völliger Mist. So, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dieses rumgestammelt, wenn das zu lang ist, wenn das zu nervig ist, ne, dann wird das hinterher rausgeschnitten. Wie? Das komme ich dann zu hinter der Kamera. Aber das wird einfach rausgeschnitten und damit kaschiert. Und dann merkt kein Mensch mehr, dass ihr eine Menge dummes Zeug gelabert habt. Gewöhn dir also vor der Kamera Folgendes an. Du bringst das, was du bringen willst. Du redest über das du reden willst, was den Leuten nahe bringen willst. Und wenn du dich verhaspelt hast oder irgendwas, dann steht da niemand, also wenn ich dabei bin schon, aber sonst steht da niemand da, der sagt, das machen wir jetzt normal, sondern du machst es einfach normal. Manchmal, ich muss schon aufpassen. Also wenn man es gewohnt ist, dann macht man schnell mal so einen Satz, wo man sagt, ja, und das ist jetzt gut gewesen, das haben wir jetzt auch im Griff. So, du hast jetzt gesehen, ich habe jetzt gerade schon weggeguckt, das kann ich hinterher nicht schneiden, weil das geht nicht. Weil ich habe im Kopf, habe ich gedacht, ist schon im Kasten, habe es auch noch richtig gesprochen, aber es war optisch nicht mehr richtig. Also du musst dir schon angewöhnen, guck erstmal Richtung Kamera und dann ein bisschen so 3 cm drüber. Meistens steht da oben ein Schriftzug, irgendein Name von der Firma. Da guckst du drauf, nicht ins Objektiv, sondern auf den Namen. Und dann guckst du da drüber, wie gesagt. Und dann sagst du halt, guckst drauf und dann beginnst zu reden. Und wenn du fertig bist mit dem Satz oder fertig bist mit dem, was du sagen wolltest, dann hörst du auf und lässt noch eine Sekunde oder 2. Also bei Profis sagt man sogar 8 Sekunden. Also im Fernsehen macht man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Kamera läuft. Dann Kamera stoppt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann dürfen sie alle wieder normal bewegen. Das musst du nicht. Aber du solltest schon so 2, 3 Sekunden am Anfang, vielleicht sogar 4, 1, 2, 3, 4. Und dann fängst du an und dann wird es noch schwerer, das nicht gestellt zu machen. Und weiß ich. Also üb's einfach. Üben. Und wie gesagt, 7 Tage die Woche, abends 2 Minuten aufnehmen, über dein Lieblingsthema reden, so, dass es ganz schlecht wird. Und irgendwann wird dir so schlecht, dass du es gut machst. Das ist mein Tipp für vor der Kamera. Was jetzt hier auch, beim nächsten Mal geht es dann hinter die Kamera, also was ist technisch alles, nicht alles, aber was ist technisch zu berücksichtigen, wo kann man technisch ansetzen, weil ich will hier kein Tutorial machen, wie halte ich eine Kamera oder wie stecke ich einen Stecker rein. Dafür gibt es Tausende genug, die das machen, welche Kamera ist ideal etc. Kannst du in der Beschreibung gucken, da habe ich immer Tipps, was ich selber so nutze an Kameras. Du musst die nicht nutzen, kannst du andere nehmen, aber mir geht es einfach darum zu verstehen, was ist an Technik notwendig, abzuchecken als B2B-Unternehmen, was können wir uns leisten, was wollen wir etablieren, wollen wir vielleicht doch einen externen nehmen und so weiter. Also hinter der Kamera beim nächsten Mal. Ich danke dir erstmal, dass du jetzt hier die ganze Zeit dabei warst und vor der Kamera abgeguckt hast. Und ich will dir noch was verraten. Beim letzten Video gibt es dann tatsächlich noch eine Verlosung. Gibt es noch 2 Kinotickets zu gewinnen. Aber erst beim letzten Video. Ja? Also das war's jetzt vor der Kamera, beim nächsten Mal hinter der Kamera. Ich freue mich, wenn du Like oder sonst was da lässt. Wenn du noch Fragen hast zu vor der Kamera, in den Kommentaren rein. Der eine oder andere weiß es schon. Ich beantworte das dann in der Regel auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Vielen Dank und ciao.